jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen guten Abend. Das ist ein Sieg, nimm ihn, soll der US-Präsident dem israelischen Regierungschef gesagt haben, nach dem mit vereinten Kräften abgewehrten Angriff des Iran auf dessen Land. Das ist ein Sieg, nimm ihn. Mit diesen Worten ist bereits die aktuelle Situation beschrieben. Die USA, die EU, sie alle fordern von Israel jetzt Zurückhaltung. Wir müssen auf die Bremse treten und den Rückwärtsgang einlegen, sagt der EU-Außenbeauftragte. Den Nahen Osten am Abgrund sieht der UNO-Chef. Auch Israel müsse zur Deeskalation beitragen, sagt der Bundeskanzler. Der Ball liegt wieder im Feld von Benjamin Netanyahu, dem gerade noch international so heftig kritisierten wegen der vielen Toten in Gaza. Was wird er tun angesichts einer Attacke, die es so noch nie gegeben hat? Aus Israel berichtet Anne Brühl. Israel und die USA Seite an Seite. Das sind die Bilder, auf die es für Israel ankommt. Der Verteidigungsminister zeigt dem US-Botschafter ein Arrow-Abwehrsystem. Die kontinuierliche Vorbereitung mit unseren amerikanischen Partnern hat beeindruckende Resultate hervorgebracht. Hightech, um feindliche Raketen abzufangen. Beim Angriff Irans auf Israel am Wochenende ist das überzeugend gelungen. Ein Amerikaner, so heißt es, habe mit im Kontrollraum gesessen. Wir haben die Chance, eine strategische Allianz zu bilden gegen diese gefährliche Bedrohung aus Iran, die auf solchen Raketen auch Nuklearsprengköpfe verwenden könnten. Israel verteidigen, das hatten die USA immer wieder bekräftigt. Einen Schlag Israels gegen Iran dagegen will Washington unbedingt vermeiden. Genau darum aber geht es auch heute wieder bei der Sitzung des Kriegskabinetts in Tel Aviv. Eine Reaktion auf die Angriffe. Das ist etwas, das viele Israelis beschäftigt. Israel hätte sofort zurückschlagen sollen. Israel sollte darauf reagieren, sonst denken sie, wir wären schwach und könnten uns nicht verteidigen. Ich denke, wir sollten in Frieden leben, alle. Und nichts tun, um die Situation aufzuheizen. Es ist die Sorge vor Eskalation, die auch die Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen bestimmt. UN-Generalsekretär Guterres verurteilt den Angriff Irans, wendet sich aber auch an Israel. Wir haben die gemeinsame Verantwortung für Frieden. Regionaler und natürlich globaler Frieden und Sicherheit werden stündlich untergraben. Weder die Region noch die Welt kann sich einen weiteren Krieg leisten. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden von Israel reparieren sie die Schäden der iranischen Angriffe. Der Generalstabschef wählt diesen Ort am Abend für eine eindeutige Botschaft. Wir denken über unsere Schritte nach. Und dieser Beschuss so vieler Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf das Territorium des Staates Israel, darauf wird es eine Reaktion geben. Israel will Vergeltung. Wie die aussehen soll, unklar. Eskalation mit Ansage. Zündeln, ohne einen Flächenbrand zu riskieren. Das scheint die Idee in Teheran zu sein. Wie schnell so etwas ganz furchtbar schiefgehen kann, liegt auf der Hand. Andererseits ist es klassische Nahostdenke zwischen Vergeltungssucht, Abschreckungsdoktrin und dem Bedürfnis, das Gesicht zu wahren, so verrückt es für uns auch klingen mag. Es ist ein Schattenkrieg, der schon lange läuft und jetzt grell in die Schlagzeilen kommt. Was die Menschen in Iran darüber denken, neben wirtschaftlicher Not und unter einem Regime, das hart durchgreift, dazu aus Teheran jetzt für Begar. Warten und weitermachen auf Teherans Straßen heute. Wann wird Israel Irans Angriff beantworten und wie? Viele Iraner fürchteten sich vor dem Ausbruch eines neuen Krieges, meint Massoud. Im Norden der Hauptstadt verkauft er seine Kunst. Ich finde die Attacke und die Verletzung israelischen Territoriums nicht gut. Ich habe immer diese eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen den Menschen in Israel und den Menschen in Iran? Es wäre besser, die Feindschaft beiseite zu legen. Regierungsnahe Zeitungen verkaufen den Drohnen- und Raketenangriff von Samstagnacht auch heute noch als großen Sieg.
Auf dem Basar hingegen sorgenvolle Erinnerungen an frühere Kriege. Während des 8 Jahre dauernden Krieges zwischen Iran und Irak hat mein Mann in der Armee gekämpft. Aber wofür? Wir haben unsere Jugend und unser Leben geopfert für nichts, außer Instabilität und Chaos. Die Frauen treibt noch ein anderes Thema um, dass die Regeln zum Tragen des Kopftuchs wieder verschärft wurden. Jeder hat doch seinen eigenen Lebensstil. Früher wollten einige keinen Hijab tragen, andere schon. Man sollte niemanden zwingen, ein Kopftuch aufzusetzen. Nach den Frau-Leben-Freiheit-Protesten im Herbst 2022 hatten die Behörden es mit den Kopftuchregeln etwas lockerer genommen. Seit Samstag aber wird wieder verstärkt kontrolliert und bestraft. In Arbeit ist zudem ein Gesetz, das bis zu 10 Jahre Gefängnis für unbedeckte Frauenköpfe vorsieht. Schrecklich. Was soll ich sagen? Hält sich überhaupt jemand daran? Als ob all unsere Probleme gelöst wären und der Hijab unser einziges Problem wäre. Sie sollten sich lieber um die Aufklärung von Unterschlagung, Korruption und um die Inflation kümmern. Die Haltung vor allem der jungen, gut ausgebildeten Iranerinnen und Iraner beschreibt Politikwissenschaftler Sadeh Sibakalam heute so. Sie sind wütend auf ihre Regierung. Wegen des Hijabs, das ist der erste Grund. Wegen der Wirtschaft, das ist ein anderer. Und wegen der Arbeitslosigkeit, der dritte Grund. Irans Führung fürchte neue Demonstrationen, meint Sibakalam. Und tatsächlich ist trotz aller Machtdemonstrationen des Regimes in Teheran heute Trotz zu spüren. Sie haben die Macht und sie können jedes Gesetz machen, das sie wollen. Aber ob ich es befolge oder ignoriere, ist meine Sache. Es sind Momentaufnahmen aus der Hauptstadt, mehr nicht. Doch sie lassen erkennen, in der iranischen Gesellschaft brodeln viele Themen. Der Konflikt mit Israel ist nur eines davon. Omid Nuripur ist Vorsitzender der Grünen, geboren in Teheran. Guten Abend, Herr Nuripur. Schönen guten Abend. Welches Gefühl überwiegt denn bei Ihnen heute? Gerade noch mal gut gegangen oder der Abgrund ist nach wie vor nur einen Schritt entfernt? Ich fürchte, die Eskalation ist nicht abgewendet. Ich habe auch mit vielen Leuten im Iran geredet. Es gibt eine gigantische Angst vor einem größeren Krieg. Das ist kein Krieg, den die Leute im Iran wollen. Das Regime zettelt es aber sehr mutwillig an. Es ist offensichtlich, dass sie die Eskalationsstufen nahezu suchen. Und dementsprechend bleibt ein sehr, sehr sorgevolles Gefühl, nicht nur bei mir. Die Frage ist, was sollen wir jetzt machen? Bloß keine Eskalation, sagen die USA. Auf der anderen Seite gibt es Hardliner in Israel und auch viele iranische Oppositionelle, die sagen, wenn dem Regime jetzt nicht klar gezeigt wird, das ging zu weit, wann dann? Auf welcher Seite stehen Sie denn? Ich glaube, dass es offensichtlich ist, dass das Regime im Iran die Sprache der Härte versteht und nicht viele andere. Gleichzeitig spielen sie mit dem Feuer. Und dieses Feuer wäre verheerend für die gesamte Region. Und dementsprechend ist es richtig, dass Joe Biden, Annalena Baerbock und viele andere jetzt massiv drängen, dass jetzt nicht die nächste Eskalationsstufe gesucht wird. Wir werden Wege finden müssen innerhalb der Bündnisse in Europa, in der NATO, mit den Amerikanern, mit den Israelis, wie wir der iranischen Eskalation, Aggression begegnen. Ob das jetzt nur mit Raketen ist, würde ich viele Fragezeichen dahinter machen, weil das nicht sein kann, dass wir jetzt eine Eskalationsspirale, die die iranische Regierung ja will, tatsächlich jetzt mit befeuern. Ich verstehe es aber nicht ganz, Herr Nuripur. Sie haben gerade gesagt, das Regime in Teheran versteht nur die Sprache der Härte. Und danach sagten Sie, aber wir sollen jetzt auf keinen Fall eskalieren. Was hilft denn dann? Naja, es ist sehr eindeutig, dass unsere Solidarität mit Israel nicht nur ein Lippenbekenntnis sein darf. Gerade jetzt geht es so sehr darum wie noch nie, dass wir auch sehr klar und deutlich sind. Aber Härte bedeutet nicht eben nur Raketen, sondern Härte ist auch beispielsweise, dass wir den Druck erhöhen auf diplomatischem Parkett mit nächsten harten Sanktionen, die wir verhängen und vieles andere mehr. Der Druck muss ausgebaut werden. Der Iran muss auch regional isoliert werden. Die Kriegsangst gibt es nicht nur im Iran und in Israel, die gibt es auch in den Nachbarstaaten sehr massiv. Und jetzt dort die Verbindung zu suchen, den Iran zu isolieren, das ist das, worum es jetzt gehen muss. Ihre Parteikollegin, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, hat Irans Angriff nicht aufs Schärfste verurteilt, sondern, Zitat, aufs Allerschärfste. Ist das diese harte Sprache? Glauben Sie, dass das mehr als ein müdes Lächeln hervorruft in Teheran?
Es ist nicht nur die Sprache. Annalena Baerbock arbeitet gerade auch sowohl daran, dass Bündnisse geschlossen werden vor Ort gegen das Regime und gegen die Aggression. Und gleichzeitig arbeitet sie auch mit daran, dass die nächsten Sanktionsstufen jetzt kommen, dass innerhalb von G7 und innerhalb von der Europäischen Union jetzt darüber diskutiert wird, wie man jetzt weitere Schritte ergreift. Ist richtig. Die müssen nur abgestimmt sein, nicht nur innerhalb der Bündnisse, sondern vor allem auch mit unseren israelischen Freunden. Das passiert gerade. Sie sagen Sanktionen. Jetzt gibt es ja bereits jede Menge Sanktionen gegen Iran. Wie kann es sein, dass Iran trotz dieser Sanktionen so eine gigantische Drohnenindustrie, die ja nicht nur Israel treffen sollte jetzt, sondern aktuell auch immer wieder die Ukraine trifft in russischen Diensten. Wie kann es sein, dass Iran so eine Drohnenindustrie aufbauen kann? Der Iran hat in den letzten Jahren sich eingegraben, zusammen mit Russland und einigen wenigen anderen Staaten. Nicht, weil sie viele Gemeinsamkeiten haben, sondern weil sie gemeinsam den Westen und unsere Demokratie, unsere Freiheit hassen. Und die haben einander beigestanden. Sie haben es gerade beschrieben. Ich stand selbst vor einem Haus in Kiew, vor einem Wohnhaus, was massiv beschädigt und zerstört worden ist von iranischen Kamikaze-Drohnen. Die Iraner und die Russen stehen einander bei in dieser Frage, was eindeutig zeigt, dass wir auch zusammenstehen müssen, um dieser Gefahr und dieser Bedrohung unserer Demokratien auch tatsächlich entgegenzustehen. Deutschland macht ein Milliardengeschäft mit Iran, ist mit Abstand der größte europäische Handelspartner des Iran. Wie passt das zusammen? Das passt wenig zusammen und deshalb gilt jetzt erst recht, nachdem die Iraner nicht nur jahrzehntelang davon gesprochen haben, das Regime jahrzehntelang davon gesprochen hat, Israel zerstören zu wollen, sondern weil sie jetzt auch tatsächlich zu den Waffen gegriffen haben, gilt es jetzt erst recht für die deutschen Unternehmen, sich 4-mal, 5-mal zu überlegen, ob der Iran ein verlässlicher Partner sein kann. Viele dieser Geschäfte sind aus vergangenen Zeiten. Das ist nicht ganz einfach, sie von heute auf morgen zu beenden, aber es wird hart daran gearbeitet. Dieses Regime ist eine Bedrohung für den Nahen Osten und für den Weltfrieden. Und deshalb braucht es sehr deutliche Maßnahmen und wo es geht, Druck. Das gehört natürlich auch dazu, dass man die wirtschaftlichen Beziehungen reduziert, wo es immer nur geht. Gucken wir noch kurz bitte auf die israelische Seite. Israels Regierung stand zuletzt zunehmend isoliert da, wegen des Krieges in Gaza mit sehr, sehr vielen Toten. Jetzt zeigt sich, die Regierung kann doch auf eine starke internationale Koalition bauen, wenn das Land wirklich in Bedrängnis gerät. Was raten Sie denn Israel jetzt zu tun? Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist, und das sind die beiden besseren Botschaften gewesen des Wochenendes, die israelische Wehrfähigkeit ist groß, gerade bei einer solchen Bedrohungslage wie durch den Iran. Und die zweite ist, dass Israel sich auf seine Partnerstaaten auch verlassen kann. Ich bin sehr dankbar, dass die Bundeswehr beispielsweise mitgeholfen hat bei der Abwehr der Raketen aus dem Iran. Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die USA und auch ein paar andere Staaten haben da sehr geholfen. Und gleichzeitig haben wir eine humanitäre Katastrophe im Süden des Gazastreifens und die vielen Menschen dort sind zusammengekommen wegen des Krieges, den die Hamas begonnen hat, aber sind im Süden zusammengekommen, weil sie keinen anderen Platz mehr haben, wo sie hingehen können. Und deshalb gilt weiterhin ein Appell an die israelische Regierung, jetzt im Süden des Gazastreifens jetzt nicht mit voller Härte reinzugehen und dass wir die Perspektive, dass eines Tages auch Frieden sein kann mit den Palästinensern, jetzt weiterhin aufrechthalten müssen. Die iranische Bedrohung ist separiert davon und die betrifft Israel allen voran, aber die gesamte Region und die muss sehr klar und deutlich zurückgewiesen werden und bekämpft werden. Sagt Omid Nouripour, der Grünen-Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Nouripour. Ich danke Ihnen. Das Gespräch haben wir aus Termingründen heute am früheren Abend aufgezeichnet. So, was heute sonst noch wichtig ist, jetzt bei dir, Hanna, ein erster Nachrichtenüberblick. Ja, und da schauen wir in die USA. Dort muss sich ab heute Ex-Präsident Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt Trump die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last. Dieser hat auf nicht schuldig plädiert. Auf der Tagesordnung stand heute die Auswahl der Geschworenen, was mehrere Tage dauern kann. Bei einer Verurteilung droht Trump eine mehrjährige Gefängnisstrafe, die auch auf Bewährung ausgesprochen werden könnte. Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch in China faire Wettbewerbsbedingungen für die Autoindustrie gefordert und sich außerdem für offene Automärkte in Europa ausgesprochen. In Shanghai sagte Scholz, vor chinesischer Konkurrenz müsse man keine Angst haben. Es dürfe allerdings keine Überproduktion und kein Preisdumping geben. Zudem müssten Urheberrechte geachtet werden. Zuvor hatte bereits EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen chinesische Dumpingpreise beklagt.
Bei der internationalen Sudan-Konferenz in Paris wurden laut dem französischen Präsidenten Macron 2 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für das afrikanische Land zugesagt. Deutschland will 244 Millionen Euro beisteuern. In Sudan tobt seit einem Jahr ein blutiger Machtkampf zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz. Tausende Menschen wurden getötet, mehr als 8 Millionen sind auf der Flucht. In mehreren Regionen droht eine Hungersnot. Bei russischen Angriffen auf die Ostukraine sind laut ukrainischen Angaben mehrere Menschen getötet worden. In der Stadt Siversk in der Region Donezk wurden demnach 4 Personen getötet. In der Region Charkiw waren es 2 Menschen. Slowjansk wurde in den Morgenstunden das Stadtzentrum beschossen. Neben Geschäften wurden dort Wohnhäuser getroffen. Auch die Region Dnipro war Ziel russischer Luftangriffe. Durch herabfallende Raketentrümmer seien mehrere Menschen verletzt und Gebäude beschädigt worden. Es war eine schwere Geburt, mehr als 9 Monate Streit. Jetzt hat sich die Ampelkoalition darauf geeinigt, wie das Klimaschutzgesetz reformiert werden soll. Das bestehende Gesetz ist nicht mal 5 Jahre alt, galt eigentlich als die wichtigste klimapolitische Errungenschaft der Vorgängerregierung. Darin gab es für jeden Sektor einzeln verbindliche Ziele, wie viel CO2-Ausstoß jeweils reduziert werden muss. Wenn ein Sektor diese Ziele reißt, dann sollten scharfe Sofortprogramme her. Problem für den Verkehrsminister: Sein Sektor hält die Vorgaben nicht ein. Aber statt Sofortprogrammen kommt jetzt ein neues Gesetz. Mathis Feldhoff. Da hatte die FDP zum Schluss die ultimative Drohung ausgepackt, Verkehrs- und Finanzminister gleichermaßen. Sollte sich die Koalition nicht auf das neue Klimaschutzgesetz einigen, drohten Fahrverbote. So wie 1973, als in der Ölkrise an 4 Sonntagen der Verkehr ruhte, der Horror für den deutschen Autofahrer. Das Gerede vom Sektor, der was machen muss, das ist wirklich eine Verschleierung der Realität. Und in einer Demokratie müssen die Bürgerinnen und Bürger wissen, worum es geht. Es geht um jede und jeden, der Auto fährt. Und jede und jeden, der im Supermarkt einkauft. Und die Waren, die dorthin gebracht werden, ja mit dem LKW transportiert werden müssen. Ein wütender FDP-Minister war da zu hören. Wut auf den grünen Koalitionspartner, der sich bis zum Schluss gegen die Aufgabe der sogenannten Sektorziele gestellt hatte. Heute nun die Einigung zwischen den Fraktionen, verkündet nach rund 9 Monaten Verhandlungen. Wir haben keine Fahrverbote, die jetzt drohen, das konnten wir abwenden. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Sektormaßnahmen mehr in einzelnen Sektoren gibt, sondern die Bundesregierung jetzt gemeinsam Klimaschutz machen muss. Wir haben diesen planwirtschaftlichen Ansatz des alten Klimaschutzgesetzes endlich abgelöst. Die Grünen bestehen darauf, dass die Sektorziele weiterhin ermittelt werden, jedenfalls formal. Die Sektorziele stehen weiterhin im Gesetz. Es wird klar gemonitort, ob wir im Verkehrsbereich, im Gebäudebereich, im Energiebereich, Industriebereich und so weiter vorankommen. Das wird jährlich überprüft und selbstverständlich müssen auch alle Sektoren ihren Beitrag leisten. Allerdings können etwa der erhöhte CO2-Ausstoß im Verkehr mit geringeren Werten aus der Industrie verrechnet werden. Das stößt aber an europäische Grenzen, auf die der Expertenrat für Klimafragen heute hinwies. Da kann nicht die Energiewirtschaft vollständig das vom Verkehrssektor übernehmen. Ja, und deswegen ist es wichtig, diese europäischen Lastenteilungsziele noch mal zu betrachten. Nicht nur die FDP hatte sich in den letzten Tagen an den Grünen gerieben. Auch die SPD sieht in dem Kompromiss ein Signal an die Partei des Vizekanzlers. Wir haben es jetzt gerade beim Heizungsgesetz gesehen. Dort, wo Klimaschutz konkret wird, jeden Einzelnen betrifft, muss man auch die gesellschaftspolitische Akzeptanz immer im Blick haben. Und man kann nicht immer nur mit der Brechstange Dinge durchsetzen. Die Herausforderung allerdings bleibt. Gerade der Verkehr verfehlt seine Ziele. 133 Millionen Tonnen CO2 wären letztes Jahr erlaubt. Tatsächlich wurden 146 Millionen Tonnen freigesetzt. Für den Minister auch heute nach dem Kompromiss etwas, was nicht schnell zu ändern ist. Und gleichzeitig müssen wir eben sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht von heute auf morgen umstellen können vom Verbrennungsmotor auf den Elektromotor. Das geht eben nicht. Und deswegen dürfen wir von den Bürgerinnen und Bürgern nicht Dinge verlangen, die sie nicht leisten können. Es ist ein typischer Kompromiss, der vor allem für eines sorgt. Volker Wissing bekommt für den Verkehrssektor etwas mehr Zeit und die Ampel erspart sich neuen Streit.
Eine weitere und ganz andere Gesetzesreform ist in Berlin in der Diskussion und dabei wird es wohl auch noch länger bleiben. Eine Kommission, die die Ampelregierung eingesetzt hatte, hat mit ihren Vorschlägen zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts jetzt jedenfalls die Debatte neu ausgelöst. Aktuell gilt in Deutschland § 218 StGB. Der Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich rechtswidrig, bleibt aber bis zur 12. Schwangerschaftswoche nach einer Pflichtberatung straffrei. Das soll sich nach dem Willen der Kommission ändern. Details hat Dorte Färber. Ein Marsch für das Leben vor einigen Tagen in München. Dazu eine Gegendemo. Das Thema Abtreibung ist umstritten. In Bayern gibt es inzwischen nur noch wenige Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Frauen müssen sehr weit fahren, zu Stefan Hill zum Beispiel. Es ist ja laut § 218 eine nicht erlaubte medizinische Maßnahme, die straffrei ist. Sie ist rechtswidrig und das ist oft das Problem. Denn die Rechtswidrigkeit schreckt Ärztinnen und Ärzte ab. Wenn es nach ihnen geht, soll sich das ändern. Insgesamt 9 Wissenschaftlerinnen haben den § 218 im Auftrag der Bundesregierung überprüft. Juristisch, medizinisch, ethisch. Das Ergebnis? Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft ist nicht haltbar. Hier sollte der Gesetzgeber nach Ansicht der Kommission tätig werden und den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen. Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche straffrei. Die Ampel weiß um die Sprengkraft dieser Empfehlung. Wie man die Empfehlung findet, dazu heute kein Wort, aber ein Aufruf. Was wir in Deutschland nicht brauchen, ist eine weitere Debatte, die die Gesellschaft spaltet. Daher appelliere ich an alle, dass wir hier sachlich reagieren. Die Debatte um den § 218 ist aber seit jeher aufgeladen. Geht es doch um höchst persönliche Entscheidungen, um Leben und Tod. Die katholische Kirche lehnt die neuen Empfehlungen ab, ist gegen jede Liberalisierung. Weil wir die Schutzwürdigkeit des Lebens vom ersten Augenblick der Empfängnis hin sehen. Und wir möchten nicht, dass es sozusagen Qualitäten von Schutzwürdigkeit gibt. In den ersten 12 Wochen nicht, dann mehr geschützt. Menschliches Leben entwickelt sich immer. Das Abtreibungsrecht will auch die Union auf keinen Fall ändern. Sonst drohe ein gesellschaftlicher Großkonflikt. Das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgegeben, das Lebensrecht des Kindes genauso zu schützen wie auf der anderen Seite das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und dieser Kompromiss, den wir haben, der bringt das in ein gutes Gleichgewicht. Die Bundesregierung will nun ein geordnetes Verfahren im Parlament. Das dürfte dauern und überhaupt. Es gibt ja auch noch die politische Abwägungsdimension bei uns einzeln, bei uns in der Bundesregierung, aber natürlich auch im Parlament, dass nicht aus allem, was geht, automatisch der Schluss folgt, dass alles, was geht, man dann auch macht. Ob die Legalisierung also kommt, ist unklar. Nur eins stellt die Regierung in Aussicht. Sie will dafür sorgen, dass es mehr Praxen gibt, die Abbrüche vornehmen. Fragen zum Thema an die Vizechefin des Pro Familia Bundesverbandes, nachher hier im Heute-Journal Update. Jetzt aber erstmal nochmal du, Hanna. Der US-Autobauer Tesla plant angesichts schwacher Verkaufszahlen offenbar mehr als jede 10. Stelle im Konzern zu streichen. Das wären rund 14.000 Jobs weltweit. Und auch die Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide könnte laut einem Medienbericht davon betroffen sein. Valerie Haller, ist schon etwas darüber bekannt, in welchem Umfang? Nein, das ist noch nicht bekannt. Das Handelsblatt meldet zwar, dass 3.000 Mitarbeiter gehen müssen. Das scheint aber etwas hochgegriffen. Der brandenburgische Wirtschafts- und Arbeitsminister Steinbach, der relativiert nämlich, wenn es zu einem Stellenabbau bei Tesla in Grünheide kommen sollte, dürfte sich die Zahl der Stellen nach unseren Informationen nicht um 3.000 bewegen, sondern signifikant niedriger ausfallen. Tesla selbst hat öffentlich keine Stellung bezogen. Auch der Betriebsrat sagt, er sei über den Stellenabbau nicht informiert worden. Klarheit lässt also noch auf sich warten. Als Grund für den Stellenabbau wird auch der Absatzrückgang auf dem E-Automarkt genannt. Wie sehen die Zahlen denn genau aus für Tesla?
Also tatsächlich ist der Absatz regelrecht eingebrochen im ersten Quartal um über 8%. Außerdem hat Tesla zum ersten Mal seit fast 4 Jahren weniger Fahrzeuge verkauft als vor Jahresfrist. Der E-Auto-Markt schwächelt weltweit, aber Teslas Problem ist nicht nur der Markt, sondern auch die Konkurrenz. Allen voran chinesische Hersteller mit breiter Modellpalette. Auch deutsche Hersteller wie BMW und Mercedes holen auf. Obwohl lange angekündigt, fehlt bei Tesla außerdem ein günstiges Modell für den Massenmarkt. Tesla ist immer noch der größte Hersteller von Stromern weltweit, aber die Konkurrenz hängt dem E-Auto-Pionier nun dicht an den Fersen. Vielen Dank, Valerie, für deine Einschätzungen. In Deutschlands Wäldern hat es im vergangenen Jahr deutlich weniger Schäden durch Insektenbefall oder Stürme gegeben. So sank die Menge des entfernten Schadholzes im Vergleich zum Vorjahr um 13%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Insgesamt waren es 39 Millionen Kubikmeter und damit deutlich weniger als im Rekordjahr 2020 mit 60 Millionen Kubikmetern. Die meisten Schäden verursachen laut dem Statistikamt Insekten wie der Borkenkäfer. Am 4. Verhandlungstag im sogenannten Sommermärchenprozess war heute Uli Hoeneß als Zeuge vorgeladen. Dabei erklärte Hoeneß, dass eine dubiose Millionenzahlung aus dem Jahr 2002 nicht für einen möglichen Stimmkauf der WM 2006 verwendet wurde. Zur Aufklärung weiterer Zahlungen des DFB 2005 konnte er nichts beitragen. Die DFB-Funktionäre Niersbach, Zwanziger und Schmidt werden beschuldigt, damals unrechtmäßig 6,7 Millionen Euro als Betriebsausgabe für den DFB angegeben zu haben, um dadurch Steuern für den Verband zu mindern. Alle 3 Angeklagten weisen den Vorwurf strikt zurück. Wissen Sie noch, was Sie heute vor genau 5 Jahren gemacht haben? Bestimmt, wenn Sie sich daran erinnern, dass es einer der schlimmsten Abende war, die Paris je erlebt hat. Die ganze Welt blickte entsetzt auf die französische Hauptstadt, wo Notre Dame in Flammen stand. Als der berühmte Spitzturm einstürzte, fürchteten viele, die jahrhundertealte Kathedrale könnte für immer verloren sein. Frankreichs Präsident kündigte schon am nächsten Tag an, Notre Dame werde wieder aufgebaut, noch schöner als zuvor. Und Frankreich hat es geschafft. Der zerstörte Turm steht wieder auf seiner Spitze, thront jetzt ein neuer goldener Hahn, quasi wiedergeboren aus der Asche. Am 8. Dezember soll die Kathedrale wieder öffnen für die Menschen in Paris und für die ganze Welt. Wie viel Risiko besonders die Feuerwehr eingegangen ist, wie viel Mut die Feuerwehrfrauen und Männer aufgebracht haben, damals vor 5 Jahren, damit so ein Tag heute möglich ist, zeigt ein packendes Spielfilmdrama, erzählt nach wahren Begebenheiten, und das läuft jetzt gleich nach uns hier im ZDF. Und die nächsten Nachrichten gibt es hier kurz vor Mitternacht. Dann meldet sich Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Und vom ganzen Team hier einen angenehmen Abend. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das Thema beim Wetter ist das Aprilwetter in den nächsten Tagen und es ist beständig. Schuld daran sind 2 Drucksysteme. Einmal dieses riesige Hoch über dem Atlantik und dieser Tiefkomplex hier über dem Kontinent. Dazwischen kommt Kaltluft. Und da sind auch kleine Tiefs eingelagert. Und eins davon, das überquert uns in der Nacht und morgen tagsüber allmählich südwärts. In den nächsten Stunden und in der Nacht haben wir es mit einer Kaltfront noch zu tun hier im Osten Deutschlands. Schauer und Gewitter, die noch durchziehen und Sturmböen bringen, ähnlich ganz im Süden Deutschlands. Ja, ansonsten haben Sie es hier mit neuen Schauern und Gewittern im Nordwesten zu tun. Die gehören zu dem neuen Tief. Temperaturen sinken auf 0 Grad im Osten und 6 Grad an der Nordsee. Sie sehen, die Temperaturen liegen oft unter der 5-Grad-Marke. Ja, und morgen ist dann viel los. Schauer, Gewitter und Sturmböen. Das Ganze verlagert sich südwärts und am Nachmittag gibt es vor allem im Süden dann verbreitet Sturmböen. Im Norden, da lockert es schon wieder auf. Bei höchsten Temperaturen von 6 Grad im Osten und 13 Grad hier Richtung Brandenburg. Es ist nicht mehr so warm wie zuletzt. Die nächsten Tage
Das Aprilwetter setzt sich weiter fort und ist relativ kühl. Schauergewitter in den höheren Lagen, Schnee, 5 bis 12 Grad zum Beispiel am Mittwoch. Und damit einen schönen Abend.